Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, wie unser Kühlergitter an der BMW R1300 RT angebaut wird. Bevor wir loslegen, bitte arbeitet an einem abgekühlten Motorrad und stellt es standsicher ab. Hier seht ihr den Lieferumfang. 2x Kühlergitter, dazu der Schraubensatz, also das komplette Anbaumaterial. Und das benötigte Werkzeug. Unser Gitter sitzt später verwindungssteif und klapperfrei im Rahmen. Zuerst entfernen wir diese 2 Kunststoffnieten an der Halterung der Luftführung. Tipp: Hebt zuerst den Mittelstift leicht an, dann kommt die Niete sauber heraus. Unser Made in Germany Kühlergitter bietet hervorragenden Schutz für den Kühler, ohne die Luftzufuhr zu beeinträchtigen. Jetzt die Luftführung vorne leicht nach vorn ziehen. Das Aluminiumkühlergitter wird von vorne hinter die Luftführung eingeschoben. Oben wird das Kühlergitter, wie gezeigt, einhängt. Unten das Gitter mit dem beiliegenden Schraubensatz verschrauben. Qualität und Vorteile. Unser Kühlergitter wird in Deutschland aus eloxiertem Aluminium hergestellt, hat einen sehr stabilen Rahmen, der Flattern verhindert, und ist durch eine Hochdruck-Klebetechnologie zwischen Gitter und Rahmen extrem robust. Genau das richtige Metall und die Oberflächenbeschichtung, die man an dieser Stelle haben will. Rostet nicht und ist leicht, hat aber alle Vorteile wie Festigkeit und Robustheit eines Metalls. Dadurch schützt ihr den Kühler zuverlässig vor Steinschlag und gebt eurer RT ein sauberes, hochwertiges Finish. Danach die Kunststoffniete wieder einsetzen. Niete einführen, Mittelstift sanft hineindrücken, fertig. Und so sieht das Ganze dann an der BMW R1300 RT aus. Aufgeräumt, wertig und funktional. Das war's auch schon wieder für heute. Also, Servus und bis zum nächsten Video.